Leute, was rollt? Hier ist Kons-T. Herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Es ist Juni, die Zeit von den ganzen Gaming Showcases, und ich bin jetzt gerade wiederholt dabei, auf einen weiteren Showcase zu reagieren. Leute, wir sind echt gerade so in diesem Marathon. Ich habe diese Woche bereits auf das State of Play reagiert, wo die neuesten PlayStation-Spiele gezeigt wurden. Ich habe dann im Anschluss direkt nach meiner wirklich sehr schweren Prüfung an der Uni, die ich auch geschafft habe, die ich auch bestanden habe, habe ich auf das Summer Game Fest reagiert. Da waren auch echt sau viele neue Spiele vorgestellt worden. Im Anschluss gab es noch das Days of the Dead, und ja, aktuell komme ich gerade echt nicht hinterher, das Ganze zu schneiden für euch. Ich bin alles gerade am Reagieren, am neuen Content generieren und komme noch gar nicht dazu, das im Nachhinein zu schneiden. Weil so viele neue Showcases kommen, ist das gerade voll witzig. Deswegen abonniert meinen Kanal, aktiviert die Glocke, um kein neues Video zu verpassen. Und folgt mir gerne auch auf TikTok und Instagram. Tretet dem Kons-T-Versum bei. Und ja, aktuell bin ich gerade live auf YouTube. Man sieht hier die 5 hier, heißt, ich habe gerade 5 Zuschauer im Livestream. Willkommen auf jeden Fall. Und zwar bin ich jetzt bereits seit 2 Stunden live. Und zwar habe ich vorhin auf das Future Game Fest reagiert, das eigentlich gestern stattgefunden hat. Ich habe es nur heute davon mitbekommen und eben gerade mit euch allen hier nachgeholt. Und ich mache gerade so eine Art XXL Livestream, wo ich sowohl auf das Future Game Fest reagiere, als auch auf die heutige Xbox Showcase. Und das ist jetzt soweit. Ich reagiere jetzt hier in diesem Video auf das neueste Xbox Showcase. Und ja, mal gucken, wie es nachher wird. Vielleicht mache ich das Video als 2 Videos separat von dem Livestream. Ein Video zum Future Game Fest, ein Video zum Xbox Showcase, und vielleicht mal gucken, im Anschluss vielleicht noch so als Hobby-Video 2 in einem, mal gucken. Auf jeden Fall, Leute, ich würde jetzt sagen, ich mache jetzt ganz kurz die letzten Vorbereitungen. Ich mache jetzt kurz hier auf dem Computer die Xbox Game Showcase auf. So, habe ich gerade gemacht, super. So, jetzt wechsle ich hier auf die Reaction-Ansicht. Ich bin jetzt ja schon geübt. Ist echt halt witzig, weil ich gerade so seit 2,5 Stunden bereits live bin und jetzt hier direkt einfach weitermache. Und ja, hier ist, das ist gerade bereits live, aber ich reagiere erst jetzt drauf, weil ich halt wie gesagt davor beim Future Games Show war. Und ja, ihr könnt gerne den Link teilen, Leute, und schickt einfach euren Freunden und Gruppen, damit wir hier gemeinsam das Ganze uns anschauen. Und ja, damit wir hier mehr als nur 5 Leute stehen haben und generell. Ja, holt euch was Snacks, was zu trinken. Ich habe keine Ahnung, wie lange das Ganze dauern wird. Man sieht hier auf jeden Fall Xbox Showcase und noch sogar Unterstütze 2 getrennt, also separat. Ja, ich würde sagen, Leute, ich mache das gerade mal an und
spule an den Anfang, weil das ist gerade noch echt live quasi, premiere-mäßig. Und keine Ahnung, jetzt, ja, okay. Jetzt kommt der Countdown von 30 Minuten. Ich spule mal kurz vor bis... nee, okay, ist okay, ich bin jetzt ganz richtig, okay. Da gibt es wohl einen Countdown und die werden noch so eine Art Free-Show machen, wie es aussieht. Keine Ahnung, ich reagiere drauf blind, deswegen bin ich gespannt. Zu Xbox gehört ja mittlerweile Activision, Bethesda und viele andere und kurioserweise erscheinen jetzt auch Spiele für die Xbox auf der Playstation. Ist auch crazy. Und ihr seht gerade jetzt hier, das Video, die Premiere läuft seit 53 Minuten und das haben bereits hoppala. Und das zeigt gerade auch 299.000 Leute, die das gerade sich anschauen. Also ihr seht, ich reagiere nicht auf irgendeinen Mist. Ich reagiere auf Sachen, die Leute auch interessieren und vor allen Dingen mich auch interessieren. Und ich würde sagen, Leute, sagt mir nicht lang rum. Wie gesagt, holt euch ein paar Snacks und so und wir starten los. Und auch, falls ihr das Ganze im Nachhinein als Video seht, teilt doch gerne das Video und lasst gerne ein Abo da. Ich ärgere mich hier echt seit einigen Tagen und nehme euch mit und wäre echt super, wenn ihr das Ganze teilt, damit der Kanal wächst und damit den Kanal auch ein paar Leute mehr abonnieren. Und ja, ich würde sagen, Leute, wir legen los. Part XXL Livestream Part 2 mit der Xbox Showcase. Let's go! Wahnsinn. Chat, kann der schreiben, ist der Ton okay? Ja, oder? Also, sowieso wie es ausschaut, beginnt das Richtige in 30 Minuten, aber da wird wohl vorher noch was gezeigt, deswegen. So, kurz Kopfhörer aufrichten und dann weiter geht's. Ist jetzt quasi nur so ein Appetizer, das jetzt gerade, bis hier die Anzeige auf 0 ist. Bin mal gespannt. Okay, ich habe gar keine Ahnung, was das Ganze ist, aber wir werden sehen. Die fischen halt Fische. Ja, ist gerade nicht sehr spannend, aber Videospiele sind ja bekanntlich Kunst. Lol. Okay. Wie Sie sehen Sie nichts. 2 Stunden später. Ich glaube, das ist eine Art Verarsche, Leute. Das ist, glaube ich, kein Spiel. Das ist, glaube ich, einfach ein Loop. Weil, wenn ich jetzt guck, ja, das geht so weiter. Das ist kein Trailer, das ist nur eine Warteschleife. Okay, Entschuldigung, Leute. Ich spule vor. 21 Minuten bis zum Start. 18 Minuten. 11 Minuten. Wir werden uns das Ganze jetzt nicht ganz anschauen, keine Ahnung. 7 Minuten. 2 Minuten. Jetzt.
Okay, 50 Sekunden ab jetzt. Okay. Also wie gesagt, das ist jetzt hier quasi, hier steht ja 30 Sekunden, deswegen konnte man es vorher nicht sehen. Und deswegen habe ich gleich mal das Ganze vorgespult. Moment. Ja, okay, jetzt. Jetzt sieht es doch besser aus. Okay, jetzt geht's los. Ich habe jetzt vorgespult, da gab es irgend so eine Art Leute gehen fischen. Können gerne die ganzen Leute, die jetzt abgehauen sind, zurückrufen. Jetzt geht's richtig los. Ich konnte ja nicht wissen. Okay. Jetzt geht die Show richtig los. Okay, also jetzt geht richtig los mit der Showcase. Bin mal gespannt. Okay. Sieht ganz schön spannend aus. Okay. Ich weiß gar nicht, was für ein Spieler das war. Das sieht an sich ganz cool aus. Stitch. Ist es Outer Worlds oder? Ich mach mal leiser die Musik, weil da ist immer so ein bisschen das Problem mit dem Copyright. Aber ja, die Ästhetik und so gefällt mir ganz gut auf jeden Fall für das Spiel. Ah ja, genau, das muss, glaube ich, Outer Worlds 2 sein, weil jetzt Obsidian ja gezeigt wurde. Ja, muss auf jeden Fall dann Outer Worlds 2 sein. Und kommt wohl jetzt diesen Herbst. Okay. Okay. Ich habe den ersten Teil halt nie gespielt, aber das ist auch so ein Bioshock ähnliches Spiel, soweit ich das verstehe. Ja, also im Oktober kommt es raus und auch für die PS5 wohlgemerkt. Genau, am Ende kommt noch so ein Outer Worlds 2 der Direct. World Premiere, let's go. What's wrong? I'm sorry. I've just been so depressed lately. No, fix everything. He means it. Okay. Sieht sehr stylisch aus.
Ah, das ist doch dieses Spiel von dem Macher von Rick und Morty. Ich habe gerade den Namen vergessen. Ist wohl jetzt die Fortsetzung. Geil. Weil ich kann mich erinnern an das Musik, ey, warte. Ich kann mich an diese Waffen erinnern, die halt sprechen können. Das war wohl auch ziemlich erfolgreich und gut geworden. Scientists have done studies, and the things are like half the size of that. Ja, genau, High on Life. Ich hab vergessen, wie es hieß. Geil, ja, High on Life 2 kommt raus. Auch für die PlayStation, jawohl. Es ist so crazy, sich einfach ein Xbox Showcase anzugucken und zu sehen, dass das Ganze auch für die PS5 kommt. Was kommt jetzt? Hellblade 2 DLC? Hellblade 3? Was ganz Neues? ASMR Atemübungen-Simulation. Die Grafik jetzt beeindruckend auf jeden Fall. Okay. Ich habe gerade keine Ahnung, um welches Spiel es sich handelt, aber okay. Oha, Plague Tale! Oha! Ist das wohl von Plague Tale Requiem und dem anderen Teil? Es spielt wohl in demselben Universum. Aber wie, was, wo, keine Ahnung, aber geil. Vielleicht ein Prequel zu Plague Tale? Sagt bloß, kommt jetzt das Xbox Portable. Nee, Leute, hört mir auf. Das kann doch jetzt nicht sein, dass sie jetzt hier das Xbox wie heißt das, Handheld vorstellen. Es gab noch die Gerüchte, dass Xbox an einem Handheld arbeitet, also wie PSP, PS Vita, Game Boy, ganz früher und jetzt halt die Switch und die machen wohl jetzt einen Handheld. Vielleicht werden die es jetzt zum ersten Mal zeigen. Alter, geil. Geil. Leute, holt gerne noch ein paar mehr Leute rein, das wird jetzt gerade episch. Was? Alter, eine neue Konsole von Xbox. Oder RPG. Ups. Oh mein Gott. Boah, ey. Freedom of Windows.
Power geschmuckt. Geil. Okay, es ist nicht das Xbox Gaming Handheld, es ist nur ein ROG System. Okay. ROG Xbox X. Ja, okay. At Xbox, we strive to put the player first. And that's Yes, what I want, we've seen yeah. over the years. We've led the industry with backward compatibility. We champion crossplay and cross-progression. We deliver Game Pass, first on console, then on PC, and with cloud gaming. So what's next? How can we give you even more freedom, more choice, more ways to play? Our next step is to unify your gaming no matter where you buy or play. So we're building an Xbox experience designed for players, not locked to a single store or Okay, die arbeiten halt echt gerade mit ROG, mit dem LI, damit die halt Spiele überall mitgenommen werden können, okay? On this Xbox, you can play games across your entire library, including all the Windows PC game stores, from Xbox and Battle.net to Steam, GOG, and Ubisoft Connect. And the highly anticipated Hollow Knight Silksong will be available at launch and in Game Pass when the Ally releases later this year. Wann kommt das denn jetzt? Every new game you see in today's show will be playable Silksong ist ja seit einer Ewigkeit in der Mache. Und das ist ja seit Jahren angekündigt und das ist quasi jetzt so die ersten Lebenszeichen quasi. Das ist ja der Nachfolger von Hollow Knight. Und ja. And every new game you see in today's show, from our partners and our studios, is Xbox Play Anywhere. And because it's Xbox, you can always have access to Game Pass, with a diverse lineup of games from the biggest franchises to critically acclaimed indie hits. This is the freedom we believe players should have. Any game, anywhere. And we are okay, die wollen quasi dafür sorgen, dass man halt Xbox-Spiele überall gucken kann, okay. Und vor allen Dingen, die sind ja sowas wie Gaming Netflix, weil die mit dem Game Pass ja quasi fast von überall die Spiele verfügbar machen. Und jetzt mal gucken, was da noch für Spiele kommen. Bandai Namco. Die hatten ja neulich Code Vein 2 angekündigt. Ich wollte gerade sagen Castlevania, nee. Quatsch. Ist ja bei Bandai Namco ist ja nicht gerade, nee. Watching from the shadows. When we were at our weakest. Ziemlich viele Horrorspiele dieses waren. Auch vorhin bei dem Twitter Game Show. We should have feared for our souls instead. Vampires didn't come to kill us. No, they came to rule. Okay. Turn us into mindless, docile cattle. Not me, though. So ein Vampir-Spiel. I became something else instead. Ja, hat ein bisschen was von Legacy of Kain auch, ein bisschen. Dracula the game. Trapped between the two worlds. Fighting to even the score. Fighting to understand the evil behind it all. He is out there watching. Die Framerate ist ein bisschen instabil, aber es sieht ja nicht ganz gut aus.
Ja, so ein Vampirjäger halt. Blood of Downwalker. Okay. Nee, noch nie gehört. Und PS5. Leute, also... Ey, willkommen in der jetzigen Welt, wo die... einfach... wo die Xbox-Spiele einfach wortwörtlich auf Xbox kommen. Wo die Xbox-Spiele auf PlayStation kommen. Mario? Hä? Super Meat Boy, aber die Röhre war ja Super Mario. Alter, geil! Kennt ihr Super Meat Boy? Das war doch früher dieses 2D-Spiel, wo da immer so ganz viele Fallen waren. Jetzt kommt es quasi als 3D-Spiel raus. Ja, geil. Ah, vielleicht deswegen die Mario-Röhre, weil als Super Mario 64 rauskam, das war ja auch das erste Mario 3D-Spiel quasi, so als, auch so als Easter Egg quasi, als Hommage. Geil. Ich hoffe ja auch mal auf irgendeinen neuen Persona-Teil. Oder Shin Megami Tensei. Vielleicht Remake von Teil 4 oder so, oder wie auch immer. Ah! Ninja Gaiden 4. Ey, ich hab's ja damals gesehen, ich war ja so geflasht, ey, ohne Witz. Weil ich bin ja großer Fan von der Reihe. Ich habe mich richtig gefreut, als das angekündigt wurde, weil es gab ja Ninja Gaiden, die ganz alten Spiele für die NES. Später gab es für die Xbox und die PlayStation 3 Ära hatten sie Ninja Gaiden 1 bis 3 und so ein Ableger mit Zombies, Ninja Gaiden Z. Und jetzt ist das Ganze quasi kein Reboot, einfach legit eine Fortsetzung. Und auch halt von den Platinum Games. Richtig geil, ich bin ein Fan von der Reihe. Liebe Hayabusa. Vor allen Dingen auch geil, also es kommt jetzt auch noch so ein 2D. Einen Ninja Gaiden Raid bauen. Also oldschool 2D quasi. Und auch von Sega Shinobi. Also beide Reihen mit Ninjas wurden wiederbelebt. Richtig geil. Elder Scrolls 6 kommt nach 300 Jahren, kann ich was sagen. Okay, Indiana Jones. Das kam ja auch jetzt mal für die PS4 raus. Oh! DLC? This is where it starts. Oder ein neuer Teil. Beneath the streets of Nee, die können doch nicht so schnell ein neues Spiel ankündigen. the city of Antioch. Find the secret relic. Bring it back to the Holy See. Ich schätze, das ist ein DLC. They worshipped. Also eine Expansion quasi. Ja.
Indiana Jones und der große Kreis Orden der Giganten. Okay. Ja geil, wir klicken in den DLC für Indiana Jones. Nice. Sehr geil. Ey, bis jetzt alles gezeigt bekommt auch für die PlayStation. Was? Okay, ihr könnt jetzt schon auseinander. Kommt jetzt vielleicht gegen den Hartz 4. Oha. Game Freak. Was? Pokémon-Macher. Was habe ich verpasst? Habe ich was verpasst? Bin ich gerade dumm? Game Freak sind noch die Macher von Pokémon. Habe ich recht? Das sieht definitiv besser aus als Pokémon. Das ist einfach legit ein Spiel von den Machern von Pokémon, Leute. Beast of Reincarnation. Okay. Ja, und für die PS5. Ja, also ich guck grad legit ein Xbox Showcase und dann kommt alles für die PS5. Das ist doch Wahnsinn. Glittering streets of Avalon sure do shine, because they took their filth down to us. Okay. 19. Jahrhundert. Here's the plane in the mud. Das könnte... Sieht ein bisschen aus wie... Life here ain't for the soft Ach, hearted. ja, das mit dem Maske. Ich hab vergessen, wie das Spiel heißt. It ain't for the spineless. Keep your filthy pickers off me! And it sure as shite ain't Piss auf Neues. Geil. Ah, es ist mir eingefallen. Es sieht aus wie Dishonored ein bisschen. We can't arrest and question everyone. Let's see if we can narrow the suspects down a bit. Trust your Sieht echt künstlerisch geil aus. we're muscular. He's very quick, agile, we go on. With a mustache. No, larger. I see. Quite fashionable. That's the fiend who robbed me. They got my good side this time. Breaking in is the easy part. Okay. Okay. Getting away with that is the real trick. Könnte auch von den Arcane sein, aber ich glaube, sie wurden ja leider zugemacht. Kann das sein? I have a customer. How can I help you? I want to talk to you, Errol. Seems like I'll get a better deal. You talk to me first, and him never. Got it? Uncle's a bit touchy, ain't he, Errol? Das sieht ein bisschen aus wie Wolverine. Anything else you care to say to Errol? Brains. If I hadn't seen it with my own eyes, I wouldn't have believed it.
Okay. Also das Worldbuilding sieht echt gut aus. Und die Grafik auch nicht schlecht. Bist auf Gold, gefällt mir irgendwie geil. Them's in charge. They don't keep order. They keep power. Take this thing into the crucible and melt it. Okay. Broken and too scared to fight back. I don't want to kill him. That's why it pays to be clever and well armed. Let's go and end a few arguments. Ja. Don't get cocky. They've got a weapon far. Also hat so ein bisschen was auch von diesem Order 8086 ein bisschen. They can rewrite history. They can rewrite us. But look who just found Mummy's keys. Now I can fiddle with time. Put the bullet back in the barrel. Bring the chaos to the rule. Take a mistake and make it like it never happened. We can change the world. Okay. One choice at a time. So, Realität wechseln irgendwie. Tell ya, the hunters don't like it when the rabbits got the gun. Change the past, ja, okay. Ja, die Prämisse gefällt mir auf jeden Fall ganz gut. Und jetzt, wenn es jetzt gezeigt wird, dass es auch für die PlayStation kommt, dann lache ich mich einfach tot. Clockwork Revolution. Ah ja. Now let me alone and piss off. Mit Game Pass. Ja, okay. Our creative teams are dedicated to bringing players award-winning, record-breaking, critically acclaimed games. Call of Duty, Black Ops 6 from Genau, also die haben ja Bethesda und Activision ja aufgekauft. Also gehört ja quasi Rolle diese denen. Played games ever, and they're also delivering more content than ever before. From original single-player experiences to vast online worlds, our teams are empowered to build the games they've always dreamed of. We want our players to have the choice and flexibility of where and how they play the games our teams make. So of course, our games will be available day one in Game Pass, and every new game we make for both Xbox consoles and PC will be Xbox Play Anywhere. On behalf of our okay, also die Spiele unterstützen dieses Xbox Play Anywhere Ding. More and more of our characters, stories and worlds. Also auf diese Guide will ich gehypt auf jeden Fall, ja. And film, a Minecraft movie, and the Fallout TV Chicken Jockey. And brought millions of players into the game. We have more projects in the works as gaming continues to influence film and television like never before. When it comes to growing new franchises, Obsidian is having a year like no other. From launching a About kann ja raus von denen. Release of The Outer Worlds 2 this October. Obsidian is always delivering great games, and they have und die Outer Worlds auch. Launching this year. You'll get to go deeper on it in our direct, but until then, let's take a look. World Premiere. Wow. Okay. Zeigen die endlich mal vielleicht Fable oder so. Hä?
Sieht ein bisschen aus wie He-Man. Sieht so ein bisschen aus wie He-Man auf Bildbestimmt. Anniversary of when 4 teenagers were miniaturized against their will and left to fight for their survival in the backyard of a deranged scientist. Formerly evil company Eminent Practical Technologies was set to dedicate a statue of the 4 teenagers, fast food science robot Burgle, and Dr. Tully when an explosion erupted. Dr. Tully and the teenagers' current whereabouts are also unknown. Ja, okay. Ich noch mal. Grounded 2. Ja, es gab auch dieses Spiel Grounded. Ach, mal Gott, die Musik weg. Es gab, glaube ich, dieses Spiel Grounded, wo das auch so quasi Liebling auf die Kinder gestumpfmäßiges Spiel war. Ich glaube, das ist jetzt so ein Teil 2 quasi. Ich glaube. Kann ich mir gut vorstellen. Ja, habe ich ja gesagt, Grounded 2. Komm auch von diesem Juni raus. Ja, geil. Ja, nice. Was kommt jetzt? Ach, Blubber Team, die haben doch das Remake von Silent Hill 2 gemacht. Ist das denn ein neues Spiel? Ja, geil. Ja gut, die haben ja jetzt quasi geübt mit dem Remake und jetzt haben sie halt eine eigene IP gemacht. Die sind ja aus Polen, Team, und ja, Horror ist quasi ihre Spezialität geworden. Und die haben echt viel dazu gelernt. Genau, ja, Kronos. Den gab es vor einer Weile, also eine Ankündigungstrailer, aber noch ohne Gameplay. Jetzt kommt die zuerst mal, oha, so ein Gameplay-Trailer ist perfekt. Ja, geil. Nur Dawn. Auch für die PS5 und kommt im Herbst raus. Ja, geil. Geil. Komm, Elder Scroll 6, komm bitte. Und der Fallout 5. Irgendwas darf man. Was ist das? Ja, okay, Elder Scrolls Online, aber nicht Elder Scrolls 6. Okay. Da war gerade Musik, also machen wir die was mal kurz wieder lautlos. Aber ja, okay, create your own story, okay. Ja, okay. Ja, okay. Ja, Elder Scrolls Online ist ja auch ganz schön erfolgreich. Ich spiele aber aktuell gar keine MMORPGs. Aber ich habe halt damals ja auch noch auf Oblivion reagiert und genau, das ist auch halt ganz cool. Ja.
Es wäre doch mal richtig geil, wenn die mal nach Jahren mal endlich mal irgendwie so in Elder Scrolls 6 mal dieser Trailer, irgendein Lebenszeichen, irgendein Screenshot oder sowas machen würde oder von Fable oder so. Ach, jetzt ist mir gerade was eingefallen, Leute. Die könnten hier jetzt wirklich, geil, Digga, für die PS4. Die können doch jetzt wirklich mal langsam mal ein Spiel zeigen. Irgendwie vielleicht ja Fallout oder Half-Life 3, so einfach irgendeine Überraschung quasi. Oder halt Halo für die PS5 ankündigen. Wäre doch auch geil. You sacrificed everything for a new world to save mankind. You know, all was not. Dort kenne ich die. Ich kenne die, ja. Die machen auch ein paar gute Spiele. Witzigerweise habe ich gerade gemerkt, es ist zwar von Xbox, aber gefühlt alles gezeigt kommt auch für die PlayStation. Das ist crazy. Genau, da war ja gerade Musik, deswegen ich mache gerade mal Musik aus, weil ja, das gibt immer so ein bisschen Probleme mit Copyright Musik auf YouTube und so. Sobald das die ganze mit Musik zu Ende geht, dann kann ich auch wieder den Ton einschalten. Und ja, ich hoffe, euch allen geht's gut, Leute. Könnt gerne in den Chat schreiben, was so geht. Und ich bin jetzt auch gerade live, von daher könnt ihr mir auch Fragen stellen. Bin ja dafür jetzt auch hier. Und ja, genau. Guck mal gleich mal nach dem Ton. Ah ja, ich sehe gerade schon, genau. Erzähl dir was. Ja, okay. Okay. Okay, was war das? Ach krass, die ESA macht damit. Hier guck, PS5. Also obwohl es für die Xbox Showcase trotzdem machen die so jetzt Multiplattform-Spiele. Was kommt jetzt? Okay. Ich mache jetzt mal die Musik nicht aus, weil das ist anscheinend passt es zum Inhalt. Witzig. Ist es so ein Dekorierungssimulator oder wie? Ja, okay. Okay, jetzt sind die Vibes ein bisschen anders. You keep looking into things, and things are gonna start looking back. Don't make the same mistakes your father made. In this place, the only one you can really trust is me. Okay.
ganz komisches Spiel. Auch diese Kanone, die sowohl einen Staubsauger geht, als auch das Ganze wieder schießen. Piano goes in the ground. Okay. Ah, ausnahmsweise nicht für die Playstation. Na gut. Noch Lager? Nee. Was ist das denn jetzt? So ein asiatische Mythologie Spiel. Okay, ich kenne das Spiel gar nicht. Okay, kommen noch mehr Königreiche, aber ich kenne das Spiel ja gar nicht. Ach so, Ace of Mythology. Ah, doch, habe ich schon mal gehört, ja. Das ist quasi wie Age of Empire, ist nur halt Age of Mythology. Ist ein Spin-off quasi. Okay. Ever. Video. Was kommt jetzt? Yo, die Grafik ist bombastisch. Tschüss. Die Grafik ist bombastisch. Chat. Kennt ihr den nicht auch? Könnte so ein Yakuza-Spiel sein. Ist aber jetzt koreanisch. Okay. Die Grafik ist ja mal wieder krass. Okay, man sieht es nach einem Multiplayer-Game, was mir das alles wieder uninteressant machen würde, aber trotzdem das Spiel halt in Korea, aber was ist das für ein... Es ist eine neue IP, glaube ich. Okay, also schon beeindruckend auf jeden Fall. Okay. Sam Fischer in Koreanisch. Und dann zu hart. Und für die PS5. Ja, geil, doch. Nee, es ist eine brandneue IP, aber noch nie davon gehört. Wir sehen spannend aus. World Premiere. Nicht früh. Oh, ich krieg gerade so Eco-Vibes. Mit dieser... Gefällt mir ganz gut.
so ein interaktiver Zeichentrickfilm. Okay, Natur und Technologie. Okay. Also, ich bin gehuckt, ich hab Bock auf das Spiel gekriegt. Ich bin ein Roboter und kleiner Junge, der versucht. Geil. Geil. Planet of Lana 2. Ich kenne nicht mal Planet of Lana 1. Okay, komm einfach mal für alles. Cool. Muss ich mal über den ersten Teil mal informieren. Okay, irgendwas mit hier Fallout. Well, hello there. Beautiful day to relax by the old fishing hole, wouldn't you say? When it comes to fishing, Appalachia is a land aswim with opportunity. Okay. Yes, you'll find fish of all flavors in every walk of waterway, from its mightiest of rivers to its humblest of ponds. Just step up to the bank, cast your line, and when your bobber starts bobbing, reel in the rewards. What do you got on there, Jed? Worms. And how are they biting today? Ja, der hat hier diesen Pip-Boy da am Arm. Bagging the big fish starts with finding the right tools for the job. There are as many unique combinations of rods, reels, bobbers, and baits as there are fish in the sea. And when you've caught your fill, pop over to the local tackle shop to swap fish tails. Wahrscheinlich irgendwie eine Erweiterung so Fallout 76. No matter what troubles plague the future wastelands of Appalachia, you can always find comfort in cozy little joys like this. You just gotta know where to look. Vault Life is your ticket to easy living. Design and build your own little slice of paradise. A place to show off all the bits and bobs you collect in your travels. Got a green thumb? Plant your own peaceful vegetable garden. And nothing. Ich habe halt Fallout 1 gespielt und Fallout 2, also die alten beiden, die Originale. Dann Fallout 3 und Fallout New Vegas. Die anderen habe ich noch nie gespielt. Die One Mission. Ja, okay. Und die nächste Weltpremiere, let's go! Solo-Leveling oder so? Hab ich ja gesagt, hab ich doch gesagt. Ja, okay, sehr geil. Ich habe Anime noch nicht geschaut, aber ich weiß, dass das sehr, sehr beliebt wird. Sieht auch eigentlich qualitativ gut aus. Sehr nice. Okay. Nice.
Chat, kennt ihr das Leveling oder gar nicht? Guckt, jetzt kommt es nicht für die Filme raus. World premiere. Oh, wie süß! Och, wie süß! Wie süß! Ja, macht mal alle Musik mal aus, weil... Ja, wie gesagt, Copyright, aber er ist schon süß. Oh, wie süß! So kommt man da schon gleich so gute Laune irgendwie von dem. Das ist auch so ein Pokémon-like. Es gibt auch noch dieses Spellwort, das so aussah oder sehr ähnlich als letzte Pokémon. Da hat sogar ja Nintendo irgendwie dagegen geklagt und so und keine Ahnung, da gab es ja so Stress. Das ist auch so Pokémon-ähnliches Spiel. Also jetzt nicht vom Gameplay her, aber so das halt so Monster und schon cool. Das ist da. Animo, okay. Aber schon, sie sah echt süß aus. Hey, what's up everyone? It's Tony Hawk Pro Skater. Tony Hawk persönlich, oha. We've seen since we announced Tony Hawk's Pro Skater 3 and 4 a few months ago. Ja, die machen doch ein Remake von Tony Hawk's Pro Skater 3 und 4. Appreciation for skating all over the world, and that means everything to me and the team. I can't wait for you all. Das ist doch der große Skateboarder. Ich kenne den kennt jeder. With some brand new parks, new music, new skaters, and more. And you can enjoy it all with your friends with up to 8 players in multiplayer. Tony Hawk's Pro Skater 3 and 4 officially drops July 11th, and we have a lot more surprises to come. Check out the launch trailer now. Okay, jetzt kommt wohl ein Trailer zu dem Tony Hawk Remake. Ja, geil. Ja, geil, die guten alten Zeiten. Ja, sorry wegen Musik ausschalten, aber wie gesagt, ich muss das leider machen, weil dann habe ich keine Probleme. Aber ja, nice. Ja, haben die jetzt kurz gezeigt, wie es vorher war. Ja, Wahnsinn. Ja, gut, klar. Ende der 90er gegen jetzt 2025 ist halt. Ja, da war glaube der PS1 und auf dem Nintendo 64 und jetzt halt PlayStation 5. Was? Tretet? LOL. Ja, okay, also ja, in den Spielen für die PS1 war ja irgendwie erst Darth Maul und Spider-Man und jetzt anscheinend Doomslayer und Tretet als geil. Ja, lol. Okay. So viele Videos können Leute streamen, das ist doch Wahnsinn. Sieht auch cool aus. Spirit Fair sagt mir was. Aber ich hab's nie gespielt. Oma 5.
Ja, okay, sieht sehr ästhetisch aus. Okay, okay. Könnte echt so ein Samstagvormittag-Cartoon sein. Nur halt. Okay, mit der Logo-Option, okay. Oha. Fade in. Ah ja. Cool, auch für die PS5. Ja, lol, also irgendwie, ich kann es immer noch nicht glauben, dass das jetzt alles so eine Realität ist. Ganz kurz, bevor das jetzt mit Gears of War weitergeht, ich mach mal kurz bei mir hier das Licht an. Jetzt geht gerade bei mir ein bisschen dunkel in der Wohnung, in meinem Zimmer, deswegen ganz kurze Sekunde mal. Moment. 2 Stunden später. Bin da. So, und weiter geht's. Wir waren, glaube ich, jetzt bei Gears of War. Das ist wohl das Remake zum ersten Teil. Und das soll jetzt wohl auch für die PS5 erscheinen. Ja, man meine ich ja, also auch auf die PS5. Also auch sogar mit Cosplay, ja geil. War nicht das Teil 1 irgendwie auf dem Index, kann das sein? Irgendwas war da, glaube ich. Mal gucken, ob das Remake hier dran erscheint. Ja geil, Splitscreen-Kopf ist ja jetzt ganz Vintage quasi. Ist gar nicht mehr. Ja, alt wirklich. Geil. Ja, schon krass, dass das Spiel gefühlt 19 Jahre alt ist. Oder so. Genau, Gears of War Reloaded und kommt auch für die PS5 raus. Zum allerersten Mal. Wenn die jetzt noch Halo ankündigen, dann wäre es einfach wirklich krass. Persona! Oder? Ja! Was? Leute! Persona 4 Remake! Es ist wahr! Tschüss! Auch für PS5! Was? Ey, Gott, das komplett Kreis-Highlight! Wahnsinn! Ey, Wahnsinn! Smugglers League is always there. But you won't see us. You won't hear us.
And the only way Ja, Wahnsinn. is if that's what we want. Oha, rare. We dealing the goods others are afraid to handle. Guns, explosives. Ah, ist es hier? Wie dieses oder ist das ein neues Spiel? So I guess my question is, can you handle that? Getting your hands on gold is one thing, but you should know that this is what we're really after. The bigger the room, the better. Mega noch geflasht von Piranha 4. You should be ready to take advantage of others' misfortune. Stealing, of course, is always an option. Just do whatever it takes to get the job done. You are pirates, after all. Welcome, my friends, to the Das smugglers. sieht schon ein bisschen witzig aus. You're paying for that. Ja, Sea of Thieves. Season 17, Digga, okay. World premiere. Okay. Okay. Oha. Okay. Das eskaliert schnell. Ach! Geil! Geil! Es gab ja so ein Spiel über die, aber es war leider ein Mobile-Spiel. Die hatten so einen richtig krassen Trailer rausgehauen. Und jetzt gegen Ende kam raus, ja, es ist für Handys. Vielleicht kommt jetzt mal ein richtig großes AAA-Spiel raus. Geil. Ist das jetzt einfach ein Action oder Beat'em Up oder Fighting Game? Was ist das jetzt für ein 3 gegen 3 Fighting Game oder? Ja, geil. Wenn wir sehen willst du als Spiel. Fight. Ja, okay, es ist ein Flügelspiel. Wie Taken und Mortal Kombat und so. Ja, okay. Aber auch cool, ja. Und wir kriegen jetzt ein Marvel Fighting Game und Individuals. Ja, geil. Geil. Ey Leute, ich bin immer noch geflasht davon, dass jetzt ein Teaser kam zu Persona 4 Remake. Wahnsinn. Was? Quedix oder was? Mein Video, okay? Was? Part 3? Oder für die Switch 2? Der Weg ist over for what?
Ach so, ach so, ach so, ach so. Integrate kommt für... Ah, okay, doch, also es ist schon doch eine große Neuigkeit jetzt, also Final Fantasy 7 Remake Part 1 und Final Fantasy 16 kommt jetzt als für die Xbox-Konsole, ja, okay. Ja, okay. Es ist doch eine Nachricht, ja. Betrifft mich nicht, weil ich hab's ja auch für die PS5 hier liegen, aber ja. Wahrscheinlich inklusive DLC oder so. Ach, auch so von der hässlich. Ah, geil. Double Fan. Psychonauts 3, das wär's. Monkey Island, irgendwas davon, Grim Fandango. Okay, ein Turm mit Krabbenfüßen. Weil Double Fine mache ich auch voll gerne. Der Team FIFA ist ja voll der Visionär. Deswegen. Wow. Hey, voll die coole Idee, so einen Turm, so Krabbenfüße zu machen und dann, ja, sieht immer geil aus. Bin ich Fan von. Keeper. Ah ja. Games like Psychonauts 2 showed how Double Fine excels at creating unique and innovative experiences. Der Chef von Xbox, der Phil Spencer. Next year marks 25 years of Xbox. It's a big milestone for the platform and franchises that you helped build and make popular. We couldn't have done this without everyone who's been with us on this journey. As we think about bringing a new generation of players to these iconic franchises, ist wahrscheinlich gleichwertig. that players will get to celebrate 25 Obwohl, years nee, dann kommt noch das mit dem Outer Wilds 2. Today, you've seen an incredible range of games from creators across the globe. Creators like In Exile, reaching for new heights with Clockwork Revolution. Sluggerfly, making Teen Meets modern classic platformer into 3D. Square Enix, bringing more of the critically acclaimed Final Fantasy franchise to our players. And Team Ninja, returning to the beloved series they debuted on Xbox. We've also seen the next Xbox hardware release, our Xbox Ally handheld, which lets you bring your Xbox experience and your library with you anywhere. I hope you enjoyed the breadth and depth of the games, updates, and experiences that are coming to Xbox from our partners and our own creative teams. We're seeing more players on our platform and in our games than ever, thanks to all of you. We're proud of the creativity that Obsidian is delivering this year. Immediately after Showcase, our direct begins.
where you'll go inside the studio for an extended look at The Outer Worlds 2 and Grounded 2. Thanks for joining us today. But before we get into the direct, we have a final world premiere. Was kommt jetzt das große Finale? Was kommt? Halo für die PS5. Fable. Halo für die PS5. Was kommt jetzt? Elder Scrolls 6 endlich. Welcome to the guild. We have been expecting you. Okay. Please, follow me. Das könnte groß sein. Know us as a global tech leader. Our software, our systems, combined with our skilled team, is designed to save lives. Das sieht schon ziemlich ambitioniert aus. Servants have shown you the importance of our work. Here, you'll witness the global scope of that mission in action. Let me introduce you to our esteemed vision. Okay, sieht echt gut aus. For too long, we have been bound Gott, by keine outdated systems. Keine Ahnung, was das ist. Instead of redefining them. The guild is safeguarding tomorrow now. We are pioneering the future of protection worldwide. Okay. Oha. Okay, eine ganz andere Szenerie. Max Payne oder was? Ich glaube, keine Ahnung, was das ist. Nee, Max Payne ist jetzt nicht, aber... Sieht schon wirklich halt qualitativ geil aus. Soll man den Kanal tippen? Ach so! Call of Duty Black Ops 7. Okay, ich habe gerade komplett gar nicht gereitet, dass er zum Call of Duty handeln könnte. Okay, ja gut, jetzt bin ich wieder ein bisschen gelangweilt, weil ist halt Theorie, aber ja, okay. Okay Leute, jetzt fliegender Wechsel, es ist jetzt quasi noch im Anschluss ein Outer Wilds direkt. Wir legen direkt los. Unser letzter Punkt für heute. Party. Genau, also Outer Wilds ist ja eins der Spiele, das ja am Anfang gezeigt wurde und jetzt wird quasi jetzt mal genauer vorgestellt. That's right. I mean, you can get out of here, Fergus. Thank you so much. No, you're doing great. You nailed it. The sequel is the lifeblood of every great franchise. Think about it. The original creates the world and builds fandom, but the sequel, that's what makes it worth remembering. No sequel, no hoverboard. No sequel, no dual SMGs.
No sequel, no Raccoon Tail. No sequel, no Zoom 2. Which doesn't really exist, but I wish it had. There was a Zoom 2. There was? There was a Zoom 2? I'm Mark, the head of sequels here at Obsidian. And I have sequelized Head of sequels. blockbuster movies to AAA video games to my first marriage, so trust me, I know what I'm doing. Come along on this journey with me. Let's do it. Let the killing commence. Ja, okay, jetzt können wir uns mal dieses Spiel gerade ein bisschen näher anschauen. Wie lange geht das noch? Ja, also wahrscheinlich noch so 45 Minuten oder. How people are controlled by the stories they're told by the people who have power over them. This time we're able to go a lot deeper because we have more time and money, which is a great thing, and we're able to make it a much more true Obsidian reactive RPG than we were the first time around. So we're going deeper and more complex with everything for the sequel. Deeper story, lore, RPG interactions, reactivity, all the things we've been known for as a company. It's really a complete realization of everything people want from an Obsidian game. Es ist echt beeindruckend, einfach wie viele krasse Spiele in einem Jahr überhaupt so in einer Woche vorgestellt werden können. And to go even further with the themes of how people are affected by living in a dystopian corporate reality. You can shoot your way through it, you can talk your way through it, you can sneak your way through it. And so, no matter what kind of playstyle that you like, this is just an awesome franchise and an awesome game to jump into, even if it's your first one. Also ich habe den ersten Teil nicht gespielt, aber ich weiß, dass es halt gut sein soll. Außerdem hat Obsidian ja auch Knights of the Old Republic 2 gemacht und Fallout New Vegas, und das hat mir auch halt sehr, sehr gut gefallen. Conversations in areas that we call RPG interactions, which are the part of the world where players can use their specific skills, perks, and backgrounds to solve problems in unique ways in our new, bigger worlds. Okay. Geil. I love a deep RPG experience and building out that RPG crunchiness. Okay, ich hatte wohl auch so RPG-Elemente. We prioritize those deeper RPG options with different character builds and combos so players can express their role-playing power fantasies. We also have different equipment options for different playstyles and different companions with different abilities. Yeah, okay. In the first Outer Worlds, you start off as the Stranger, which is basically a blank slate to build on top of with various attribute points that would begin to define your personal experience in the game. You can make any kind of character you want, but we've given you a role. That role is an Earth Directorate agent. You can think of them as kind of like space cowboys or space sky marshals. They're the good guys that go into places and kind of fix everything that's wrong. Ich kenne mich halt mit der Welt nicht aus. Von Outer Worlds, aber ja. It could have been because you're an actual lawbringer and you want to go Ist quasi ein Rollenspiel aus der Ego-Perspektive und genau. Choices you have next is choosing your traits. While we had attributes in the first Outer Worlds, we've leaned into traits for the Outer Worlds too, which are these big changes to your character depending on which ones you pick. So it could be something like Brilliant, where you can tag extra skills and you start getting extra skill points. And that's obviously really great if that's how you want to build your character. Also Leute, wir haben es gleich geschafft. And you also get a lot of really cool options throughout the game as well. Of course, we brought back dumb, so players love the dumb option. Tell me, will you believe in science? Not quite what I meant, but I like your contempt. Okay, man hat mal so einen Perk, wo man dumm sein kann. Das ist geil. Fun conversation options in the game, but we took that even further. And again, there's lots of elements in the game where you can be dumb and use that for something. It could be something as simple as banging on a machine to get it to work.
Ja, doch, also auf irgendein Gerät kauen und dann klappt das immer. Dann geht es immer wieder besser. That will be everything from playing stealthily to specking for an explosive specialty. Throughout your entire journey, your character continues to change with the different choices you make. In the Outer Worlds 1, actually had more skills than we have, so we condensed them down to really the core and essence of what we really wanted there. Okay, die haben ein paar Skills quasi weniger gemacht, um sich auf die aber zu konzentrieren. Per point that you put into each skill. And again, all these things, because of how they're checked inside the world itself, can matter quite a bit. You know, just even having one additional skill point in something can open up a lot more options in the world itself. If anybody's played Fallout New Vegas, they'll be very familiar with like the perk system. We basically borrowed that, but went even grander. We actually have more perks than Fallout New Vegas did. But here's the cool thing, right? We check and use perks for literally everything, right? So you can do everything from, hey, I want to make a stealthy build that steals stuff and is really good at that. Okay, great. Well, you can take maybe the pickpocketing perk. So that's not available to everybody, but if you select that, now you can actually go around and steal things out of people's pockets. There's another perk called heavy-handed, right? Where say you're a melee person, what this does is now your power attacks that you use actually knock people down. Oh man, I really like Ist so ähnlich wie die Perks von Fallout. Das ist auch so Perks von. And essentially you're taking these trophies, you could say, and it's actually giving you a permanent health bonus every time you do it. We have this perk called Assassin. Now this is an early game perk that you can take, which every time you stealth attack an enemy, you're actually going to get a movement bonus for a certain amount of time. Bam. Bam. Und Combo. Bam. Okay. Were a system that everybody loved from the first game, but we wanted to make it more personal to the player. We wanted it to really reflect how you were playing the game and give you a bonus that you actually wanted to really engage with. With the flaw system returning, we knew we needed to go bigger, better, and more real than ever before. So, I went to the team. I told them, no bad ideas. Give me what you got. Okay, we need more flaws. We need them to be real. I want to put them in the game, so give me something. Inspiration. What's wrong with you? Oh, I have bad knees. You have bad knees? They hurt when you walk a lot? Yes. When you walk too much, they hurt? No cardio. Sounds boring. Makes you sound like a boring person, but it's in the game. That's a good flaw. What about you? I like to take small things sometimes. So you're stealing? No, I'm taking. When do you give them back? I don't. Claire. Claire, you shouldn't be stealing. What are you doing? You shouldn't be stealing, Claire. Tiny crimes? Do you hear the second part, though? It's a crime. Well... You're stealing. Claire, that's wrong. You can't steal things, okay? It's an amazing okay. flaw. Okay. But you're a bad person. And are you the one that took my stapler? Do you need it? Yeah. Give it back. Okay. Please. You, what do we got? Flaw. Okay, der fragt gerade, was die Leute für schlechte Eigenschaften haben. Aber okay. Oh, I want to get 30. You guys good now? Yeah, you know. Oh. Makes you feel energized. How many fingers you want to hold up? 3? No. Anything else? We'll put it in the game. We'll put it in the game because I feel bad for you. Anything else? One of my favorite flaws is something called bad news. It will actually give you the option to take this flaw that'll make it so that you move faster throughout the game. But the problem is, anytime you stand up, your knees are going to make a loud popping noise that makes it so that, well, everyone around you is going to hear you. Ah, geil. Also wenn du quasi aufstehst, knacken die Knie und dann machen die Leute das Geräusch. The drawback is sometimes when you're looking at things in the world that are owned by somebody else, you'll automatically steal them. So you have to be very careful. Und die Knie machen ein lautes Geräusch und dann, ja, jetzt wirst du quasi entdeckt. Everyone cataracts while playing their game, so everything becomes like light shafts and blooms and hazes, and makes the game pretty unplayable if you happen to choose that perk. If you happen to be the type of player that habitually reloads your weapons like I do, well, you'll be offered the flaw of over-prepared.
Now, you'll get larger magazine sizes on all of your weapons, but if you ever fully empty your magazine, you're going to take a debuff for a while. While we support options like being a gunslinger who wants to key in destructive weapons, or a rogue who wants to alpha strike their enemies before they know what hit them, we also allow for a lot of fun and experimental builds. You can be a mad scientist who utilizes gadgets and wacky science weapons and armors, or even a psychopath who gains permanent bonuses to health by murdering their friends. Nothing shows the impact of these character build options better than, in my opinion, the bridge area, which is a quest you get early on in Paradise Island. Not only do you kind of encounter this very early, and it's a very core one to the story, but it really expresses our philosophy of allowing the player to solve problems in a bunch of ways. So you may solve it by, speech options. You may talk to them and maybe have to go do a quest for them and really kind of prove that you're a friend of the Protectorate to get by. I may have need of your help, stranger, if you are ready to seize an opportunity to show fealty to the Protectorate. You could go guns blazing, and you could just take everyone out inside the POI, lower the bridge itself, and kind of get across. Okay, also er ist schon ziemlich abwechslungsreich auf jeden Fall. To get over to the other side. Ich glaube, das kommt auch mit dem PS5, oder? Das ist doch gut, ja. Also wie gesagt, ich muss noch den ersten Teil spielen und ich habe den ersten noch halt gar nicht, aber ich sehe es halt, das Spiel wird gut werden, deswegen, also das ist schon mal sicher. Or the double jump boots, which kind of allow you to jump across the chasm and get across that way. There's even a really kind of messed up way, right? Which is players can actually sacrifice one of their companions, the companion who they just found as part of. We're no different than the breeze if we start tossing our own to the rats. Oshore's law. They ain't gonna follow someone. Man kann seine Kameraden opfern. I'm surprised we could come to an understanding. But I thank you for your loyalty, stranger. As promised, we shall have clearance to cross this bridge. It's such a fun quest, but again, it really showcases that we want you to be able to solve this in whatever way you want to. When you build your character your way, we're there for you. We really want you to have the experience that you want to have out of this. Okay, jetzt kommen die ganzen Fraktionen. Discussions about the Outer Worlds. We really knew we wanted every game to take place in a different colony. This lets us expand on all aspects of the universe. Every colony can be its own thing with its own flavor, and we can center them around anything we want. Any ideas or setting we're interested in. Arcadia is an isolated colony with abundant resources, and it's run by an authoritarian faction called the Protectorate. Their dictatorship is thematically based around the question of how much freedom people will give up for security and luxury. For Protectorate subjects, unfortunately, that answer is everything. The Protectorate is also incredibly wealthy because it was founded by the inventor of the skip drives, which are the Outer World's faster-than-light engines. But those skip drives are starting to cause rifts in space-time, which are cutting off all the other colonies on Earth from being able to trade with each other. The Order of the Ascendant is an offshoot das wollen wir gerade nicht so viel erzählen. Merkt gerade, dass ich seit einigen Stunden live bin. War gerade ein bisschen neben der Sport heute. Ich bin noch Review da. Ich bin gerade nur am, ja, die Bilder verarbeiten. Quasi. The player's been sent to Arcadia as an Earth Directorate agent to find out how the skip drives are causing the rifts and what can be done to stop them. Each of the factions have their own solutions to the rift problem and their own goals. The Protectorate wants to close them to protect their legacy as the inventor of the drives and their wealth. The Order wants to close them not only for the good of everyone, but also because they're complicating the math they're using to solve the universal equation. And Antes just wants to be able to open and close their world to control all the trade routes between the colonies. In addition to expanding the themes and lore of the Outer Worlds, we're also expanding the humor. Das Maskottchen von dem Spiel. Annie's Choice is a merger between Anti-Cleo and Spacer's Choice from the original game, and there are corporate representatives in the Outer Worlds too. They've invaded Arcadia to liberate their resources for all of humanity. At a profit, of course.
Also die Welt sieht schon sehr ausgebaut aus. Richtig geil auf jeden Fall. Die Birds sind auch ganz witzig halt mit diesen Knien und so. Each station might have like I think 20 tracks of unique music that we've made for it. It's a lot of stuff. But the really cool part about this entire thing is that we actually put a lot of reactivity into the radio. So it will respond to the things that are going on around the world that you've been interacting with. So if you go into a location, let's say you solve a problem for the Protectorate folks, if you listen to the Protectorate radio station, they're going to be cheering you on as a hero. Wonderful news, everyone. There's uranium gas leaks at the Automech repair facility, strongly believed to be caused by anti-choice malefactors, have been corrected. Some hotshot for hire just managed to fix the electrical leak in their repair facility. I'm not saying he caused it. Hat auch ein bisschen was von Bioshock. Bioshock 4 will ich voll auffahren. Companions are great examples of how we're going deeper and more complex this time around. They're integrated into the game's storyline much more than we did on the first Outer Worlds, and like with everything else in the game, they have a lot more reactivity. There are 6 companions in the Outer Worlds too. As usual, each has their own quest lines, but this time they are also connected to a different faction and have character arcs that the player can affect through their choices. Your first companion is Niles. He's another Earth Directorate agent like you, and he's okay, hier kommen die Barbar-Team wieder quasi. On the Earth Directorate completely. There's also a somewhat cute Automech support drone that is basically Niles' helper. Her name is Val. Marisol is part of the Order of the Okay, die sind quasi die Begleiter. That's right, she's a deadly mathematician who may or may not have some unfinished business to attend to with the player's help. There's also a cultist named Azza who is part of a sub-faction that worships the rifts, and in her case, violence in general. You can choose to either turn her away from overt violence or support her chaotic and dangerous tendencies. Now, at one time, Auntie's Choice had a program to graft soldiers with animal parts to make them more formidable. Unfortunately, it didn't quite work, and most of them are now dead. There's a combat medic who survived, however, named Inez, and she wants the player to help her fix her graft, among other things. Finally, there's Tristan. He's a protected arbiter who is judge, jury, and executioner. Okay, so einige abwechslungsreiche Begleiter, okay. Or show him what true justice looks like. We definitely have reactivity in the game based on how you've been treating your companions. I won't reveal the end of the game, but let's say if you have not been treating them well, you will find Nee, jetzt bitte nicht Ende vom Spiel spoilern. Companions are a very, very important part of merchandising, because that's the real beauty of the sequel. We're talking merch, baby. It is the lifeblood. It is what fuels us. Do you want to see some of my ideas? Hop, hop. Check this out. Gen Alpha loves body pillows, especially ones that look like human beings for some reason, right? Who needs a significant other when you could have a knife-wielding space psycho up in your sheets, huh? What do they do with them when they get them, huh? Maybe a little napping, maybe a little snuggling, maybe a little nut. Lol. The visuals of the first Outer Worlds depicted a frontier colony in space. The Outer Worlds 2 is driven by an invasion of the Arcadia colony system by Auntie's Choice, which shifts the visuals to be more reminiscent of a World War I-like setting in space. That evolution is seen across all aspects of the game, starting with the factions. How do you militarize everything, including extreme capitalists or math-crazed scientists? In a World War I setting, war comes with propaganda. The Sovereign uses it to maintain control, Auntie's Choice uses it to help their bottom line. The Order just wants to show how it exists within the grand planning. We want players to feel like... Das sieht jetzt auch so ein bisschen nach Fallout aus, weil es so verwüstet ist. Fairfield, one of the first towns you encounter, was once under Protectorate control, but has recently been taken over by Auntie's Choice. They don't just occupy the town, they rebrand it with their signature style, repainting buildings, posting guards, and adding propaganda-based holograms featuring Auntie and the Moon Man. Showing the towns evolving after the invasion helps us push immersion for our players. One of our priorities in visually realizing the world of the Outer Worlds 2 was making sure everything is clear and recognizable from the player standpoint. We want to make sure each faction has a particular look and design. So when the player is running across these vast, different environments and landscapes, they're recognizing the motifs and visuals of... Aber ist schon auch von der Landschaft her auch sehr abwechslungsreich.
hier Schnee, so eine abgelegene wie Wüste, die ganzen Gebäude, ist schon ziemlich krasse Welt auf jeden Fall. Also von dem Worldbuilding her. Disconnected. Connected. Ups. With larger environments, we wanted to encourage exploration by improving Das war meine Lautsprecher von meinem alten Computer. Ich habe gerade irgendeine Verbindungsstörung. Ist aber nicht so wichtig. To just explore and have fun finding really cool stuff. We've aimed to make everything in the Outer Worlds 2 better from top to bottom. The RPG elements were the start, but that's touched our story, our art, and especially our gameplay. Okay. A good sequel is true to the original. That's first and foremost, right? Like, you don't want to add in a bunch of things as you're making a sequel, right? You want to make it bigger and better in every way. Ist eh voll witzig, weil genauso wie bei Fallout New Vegas, die sind ja quasi so spezialisiert auf Sequels, also auf Fortsetzungen. Und die haben ja das Original nicht gemacht. Also machen die quasi die Sequels besser als die Originale, obwohl die nicht die Originale entwickelt haben. Das ist geil. COMBAT system, combat system. My name is Mark, I'm the head of sequels. Shall we begin? You're thinking, what's C for? C. Capitalize the fact that the people loved the first game. We're going to take those people, we're going to make them buy the sequel, giving out pounds, pounds, pounds. Quick, ha, ha, not you, Deb. Here we go. What comes after C? O. Optimize for player satisfaction. I am terrified of online gamers, okay? I want to make them happy. So let's, okay? All right. Mobilize the players. Quasi Marketing 101. Pre-order. Stop with me. Sweet, sweet. You don't have rhythm, Brandon, just say it. Sweet, sweet, pre-order. Everybody has a different rhythm, and it's blowing mine. And here we go. B, burglarize. What is this? It's basically just finding new ways to loot dead bodies. You know what I mean? Right, Otis? Okay. Well, it's a big part of the game. A, you got to agonize about how many people are going to be angry that we have just put so much combat into this thing and almost no romance at all. We should look at ourselves. What is wrong with us? Huh? We can't have one love story in this? How many people have been in love? Raise your hands. Raise your hand if you're in love. Okay, are you lying? I have a wife. Put your hand down. T, trois. In French, that means two. Sequel. I think that means three. You're getting ahead of yourself. Come on. Lol. How do we end it? Anything is possible. And we've established that we're the best there is, and there's no sequel better than us. And if I could just say one more thing, thank you very much. I know I've kind of changed the world of video games today. For the Outer Worlds 2, we wanted to improve gunplay in every way. We focused on improving the feel of each weapon, the way a weapon snaps into ADS, the way recoil feels when firing, and how impactful our sound effects really sell the weapon's fantasy, to things like how unique reload animation can add a lot of character to each weapon. We've increased the variety of weapons by including new weapon types, but also through a host of fun and unique weaponry. We have things like the Bourse Blaster that fires out tumors that can explode like grenades, or can even be eaten by the player for additional health. We have a weapon called Rookie's Reward that will actually level up the more you use it throughout the game. And every time it levels up, it's got fun fanfare where it's like shooting out confetti and it's got a fun little setup. We have a really fun weapon called the pop-up. Okay, also die haben halt viele Kämpfe im Spiel, ja, okay. While your enemies are distracted, you can focus fire on them or explode these drones for additional damage. New to the Outer Worlds 2 are throwables, so you can use frag grenades to flush out enemies, smoke grenades to camouflage and escape, distraction devices to bait enemies into a stealth attack, and even science grenades that will levitate enemies, allowing you to fire upon them while they float helplessly. And of course, science weapons are back. We have returning favorites, like the Shrink Ray. This time it's been upgraded, so you can shrink your enemy down to the size of a sprat and run over them, exploding them into bits. The Shrink Ray, that was probably my favorite one from the first game. We brought it into the second game.
but we improved it though. So instead of shrinking your enemies for a short period of time and having them re-expand, this time they stay shrunk, and we actually added in the ability to step on them and kind of squish them and kick them, because we knew that that was the player fantasy. We knew that's what everybody wanted to do. They wanted to step on the enemies, they wanted to kick them, so we made sure to double down on that stuff. In addition to things like wie Mario quasi auf die Gegner springen. Science weapons. One of them is called the Armageddon. This one's really cool because it actually shoots out these masses that are like these little arms that will stick to people or cover all kinds of different things, and they will continue to just hit them until they get destroyed. And we have another one that's just super cool called the Spectrum Dance Saber. This is a melee weapon that actually lets you attack to a musical beat. And if you continue to do that, you'll actually get additional bonuses each hit you do. One of my personal favorite weapons. Okay, so eine Säbel, die nach Musik kämpft, ja, okay. To shoot out a giant ball of energy, vaporizing everything in its path. Now, ammo's extremely rare for this weapon, but you can use it in just the right situation to devastating effects. Like another great one is Gary. If you wear Gary, he will lash out at your opponents as you're walking through combat. So we even have science armors, and it's really kind of showing off what we thought was really great for the player from a science perspective. We're all about letting people play the game their way. There are some players who prefer to be immersed in a first-person view, taking in all of the details. But there are others who really prefer to take the world in from a third-person perspective. Why not allow both? Well, okay, das geht also auch. Okay. You enjoy the experience in whatever way you like. Das geht also auch. Geil. Ich bin eher Third-Person-Modus Mensch, deswegen. Also wenn ich halt die Spielfigur sehen kann, dann macht es mir einfach generell meistens immer so gut wie immer mehr Spaß. Von daher, cool. The Outer Worlds 2 is really the biggest game we've ever made. Bigger choices, more reactivity, more weapons, more things to find in each of the worlds the players can visit. The team has done incredible work bringing the Outer Worlds 2 to life. Okay. And we can't wait for you to play it. Even though we've always been a multi-project studio, this is going to be the first time we've ever released 3 games in 1 year. It feels amazing to do. We're so excited for more people. Stimmt, jetzt wollte ich jetzt sagen, die haben 3 Spiele jetzt releasen dieses Jahr. We're exploring worlds big and small, while expanding on franchises. Grounded 2 wurde ja jetzt heute, glaube ich, angekündigt und veröffentlicht. Und nee, oder kommt bald raus. Make your world your way. Also ja, es geht doch, also hochqualitative Spiele, die nicht alles nur mit Mikrotransaktionen vollgespammt sind, mit komischen Season Pass Dingern, einfach ein fertiges Spiel. Das ist doch, darum geht's doch, einfach um Spiele, um Spaß zu haben. Und nicht jetzt um Geld den Leuten, also das zu ziehen mit which is also the promise of Xbox. You can play the Outer Worlds 2 on this Xbox, but it may be hard to play it when you're staring at all these beautiful holes. Let's cut that. You can play the Outer Worlds 2 on this Xbox. No, yeah, well, that's Microsoft. Or you can take a phone call on this Xbox, then play the Outer Worlds 2 right after. Excuse me, I'm getting a call. Hello? What am I doing? I'm playing the Outer Worlds... Hello? Yeah, this is Mark. Okay, anscheinend kommt jetzt noch eine Grounded 2. We're gonna go up to my apartment, okay? Showcase. And this is an Xbox you actually wear that also plays the Outer Worlds 2. What do you think, Claire? This is amazing. Are you playing? I think so. Fantastic. So now this is actually not an Xbox, so you cannot play the Outer Worlds 2 on it. You can't play anything on this. I guess Das ist definitiv kein Xbox. Red, where you take it out of one slot, put it in the other. I don't have friends. If you pre-order the premium edition now, you'll get early access, which is like a prequel to the sequel, or has launched the sequel, the pre-order, or like, why are any of us alive at any time? It doesn't matter. Either way, my job here is done.
Okay, jetzt kommt noch mal ein Segment zu Grounded 2. Jetzt hat er kein Ende, ey. Wahnsinn. Hat er kein Ende überhaupt hier. Ja, jetzt in einer Minute. Ich wollte eigentlich nur auf die Xbox gehen. Jetzt kommt noch ein Spiel, ey. Das hat ja kein Ende, ey. Aber wenn das vorbei ist hier, dann bin ich auch für heute fertig. What started as a small passion project to make a quirky game where you're shrunk down to the size Wahnsinn, ey. trying to survive in the backyard grew into something way bigger than we ever imagined. Over 25 million of you jumped in, explored, built, crafted, and fought off giant bugs together. You all helped make the entire experience very special to us. The team's been cooking up a ton for Grounded 2, and we're so excited to talk about it. And to grease some palms to steal a bit of time from the direct to give you a deeper look. There's so many possibilities and ideas that didn't make it into the first game, so with the sequel, we have the chance to dream bigger. To achieve those dreams, we partnered with the amazing folks at Eidos Montreal. Together, we're taking Grounded from the backyard to an even Genau, da haben wir ja doch vorhin diesen Trailer gesehen zu Grounded 2. Jetzt gibt's wohl noch so 15 Minuten Grounded 2 an meinem Material. Partner on developing Grounded 2. They have a lot of similarities to the sorts of things that are important to us at Obsidian. They tend to make very narratively strong games. They make games with really deep characters and great character progression. They make games with great gameplay. Everyone at Eidos Montreal is thrilled and honored to be working with Obsidian Entertainment. Our two studios share a lot of DNA. The same things that are important to Obsidian Entertainment are important to us. Choice and consequences, player communities, and doing justice to great IPs and great franchises. The fact that we're the first partners that they're working with to make a sequel to their franchise feels like we're an important part of their history. Ach ja, wahnsinnig. Das ist ja ein einziger Showcase, wie lange das schon geht, ey. Das ist krass. Hoops, Willow, and Pete. They're a couple years older, which means they've gone through a bit more high school, a bit more mature. It's 1992. The world's a little bit different. But we're still in that fun, nostalgic era. Der ist echt so wie Liebling, ich habe meine Kinder geschrumpft. And into the Brook Hollow Community Park. Not only is it bigger, it allows die sind klein und die Welt ist ganz groß. What the community of Brook Hollow has been up to and what they've been through. The park overall is about 3 times the size of the backyard, and our initial starting area is actually the same size as the entire backyard from the first ground. The reason we wanted to move into a park wasn't just to create a bigger world, but was to give us the opportunity to explore the community of Brook Hollow and what secret have they been hiding. What we love and what we're excited about in terms of the park is the opportunity to create environments and landmarks that are mundane at normal size, but are colossal wonders when you're the size of an ant. Ja, du bist quasi geschrumpft auf die Größe von der Ameise. All of these areas come to life in a brand new way. Part of the fun in Grounded 2 is that the park was evacuated really quickly right before our teams were shrunk. And that means that the park has been sort of turned upside down and is in a topsy-turvy state. And that leads to really fun environmental storytelling, but it also leads into the creation of amazing biomes for our characters to explore. One of my favorite examples of this is the ice cream cutter. Okay, also die Umgebung enthält quasi auch Geschichten, diese Environmental Storytelling. Okay. Also man geht quasi durch die Welt und dann passieren da halt Dinge. Frozen cave of interesting challenges and colorful Lovecraftian horror. Ich weiß noch, es gibt ja Menschen, die Spinnenphobie haben
Und im ersten Teil, da gab es auch Spinnen und so, also weil du bist ja geschrumpft und dann kommen so riesige Spinnen und so. Und da gab es, glaube ich, in den Optionen eine Einstellung, wo du quasi Spinnenprobi-Modus hattest, wo die Spinnen wie die sich hier quasi so niedlich waren. Adjusting attack or defense numbers, or making characters or insects move faster or slower. But we did all that too, but there's also an entire sort of rock, paper, scissors strategy involving light attacks, heavy attacks, and blocking. We've also added dashing as a new way to both get out of danger quickly or jump in for a quick attack. And almost all the insects in the game will have these abilities now too. Sort of like a chess match, but one that's super frenetic, looks super cool. Ist schon cool eigentlich. Also du als ganz kleiner unter so riesigen Viechern. Clear playstyles for tanky warriors, low defense, high damage rogues, effect wielding mages, and ranged hunters. In the first Grounder, we have mutations, and there were weapons and armors that favored different playstyles. In Grounded 2, not only will there be passive mutations, but there will also be active mutations. And a lot of those mutations support these archetypes. Okay, es gibt ja auch so aktive Mutationen, okay? Chasing after those game-breaking builds. And that's why I'm so excited for what we're doing with archetypes in Grounded 2. I'm all in on the rogue. Now, you can even dual-wield daggers. I've been dialing in this glass cannon build that stacks assassin and cardio fan mutations with the wolfbane daggers and the wolf spider armor. It lets me open up combat with massive backstab damage that also inflicts venom. Then I can use the extra stamina to reposition and try to dodge, rinse, and repeat. It's high risk, high reward, and absolute chaos in all the best way. I'm looking forward to seeing what wild combos the community comes up with and what they inevitably break once they get their hands on the archetype system. It's going to be awesome watching it evolve with player feedback and watching us try to keep up with all of your game-breaking builds. One of the great things about Grounded is the variety of players it attracts, from builders to crafters and everything in between. Man kann auch wohl so eigene Sachen da bauen, oder wie, so wie bei Fortnite oder so. Of insects. Personally, I prefer the term harvester. I love going out, hitting things, and bringing the materials like insect body parts back to my friends to use. This way, we keep progressing and playing together. We're also trying to make sure that armor and equipment are easily understood by the player, especially when they're playing co-op with their friends. Okay, so es gibt auch einen Co-op-Modus. Okay. It's really important for us to deliver on all of that for the bigger space and experience, because that was the only way we could truly support the feature the community has been asking for since the very first Grounded release. Mounts. Das ist aber auch schon ein paar Jahre her. We call them buggies, and an entire suite of moves, and have their own special abilities and attacks. We really wanted the buggies to be an extension of the player in every way. Okay, so man kann oder auch so einem Käfer reiten als Fortbewegungsmittel. That doesn't just mean exploration and travel. That has gameplay implications for combat, crafting, and building as well. Just like how we wanted to expand on player playstyles throughout the game, we're going to make sure that every buggy that we add has its own personality. The Red Ant Soldier can enlist up to 2 Red Ant workers to follow you around and help you out. If you get into combat and you don't want to fight while you're saddled on your buggy, you jump off and they'll fight right alongside you and provide support. Okay, also man kann quasi von dem Käfer absteigen, kämpfen und dann kämpfen die beide quasi. Awesome when it comes to combat. Sure, their defenses are geil. But they're heavy hitters. They're also super fast and they have some great special abilities, like a scream that allows them to stun lesser-powered insects, and the ability to shoot webs. Ist schon ziemlich abwechslungsreich, würde ich sagen. You should use the Red Ant Soldier for that.
but they're super fun for exploration and combat. Red Ant Soldiers and Orb Weaver Spiders will be available at game preview launch. There will be others in the future, but those are the two we're starting with. The connection that our grounded community has with us is something we want to keep forging with the sequel as we make an even bigger game than the original. Pretty much from day one, we knew we wanted to return to game preview for Grounded 2. Sure, it comes with some trade-offs, like the game's not done and it's out to the world, but there's so much value in building it alongside the community. Okay, so das ist sehr community-gebased Spiel. Traverse and navigate the park. What we're doing with Grounded 2 is we're actually keeping zip lines held back so we can see how players engage with buggies, and then we can tweak zip lines to bring them back over time to really complement that buggy experience and make exploring the park far more fun. That kind of feedback loop helped shape the original Grounded, and we wanted to shape the design for Brookhollow Park. Ja, okay, also im Grunde genommen haben die halt den ersten Teil gegrabt, haben eine Community aufgebaut und wollen jetzt quasi in Teil 2 die Community halt mit einbeziehen. Also ich auch ganz coole Idee. It's the flavor we bring to the survival genre. So this time, we're starting with a much bigger baseline. There's been an explosion at Brookhollow Park. Chaos descended on a ceremony commemorating the 2-year anniversary of when 4 teenagers were miniaturized against their will. One of our favorite parts of the first game was watching the community uncover clues and spin up theories. This time around, we're leaning even more into that, and we'll be keeping a close eye on what our players discover and how they interpret it. Because you never know what might inspire us as development moves forward. We really started to hit our groove at the end of Grounded 1. We found that being open about what we were planning and then following through was key to building trust with the community. As a small team, we had to experiment with update pacing and scope, and what we found resonated the most with all of you were bigger, beefier updates, even if it took us a little longer to land. So, that's the plan. Larger, more complete updates, spaced out just enough. Also wollen alles größer machen und entsprechend auch liefern. You can expect in our big updates, new buggies, new biomes, new building pieces, all the good stuff. And we're launching with a public roadmap so everyone knows what to be excited about in the future. All of us at Obsidian Entertainment and IDOS Montreal are super excited about how close we are to letting all of you players get shrunk a second time and explore the all-new park on buggies in Grounded 2. If you're a returning Grounded player, we're really looking forward to Also Xbox ist echt am Kochen hier auf jeden Fall. Also die haben sich ja echt was drüber überlegt. Und die zeigen auch halt echt sehr viel Gameplay, was ich echt lassen muss. Okay, es scheint jetzt aber... Genau, also das kommt im Juli und das Outer Wilds kommt im Oktober raus. Ja, scheint jetzt fertig zu sein. Geil, geil. Ja, Leute, war echt eine lange, aber eine geile Showcase auf jeden Fall. Vor allen Dingen, mich hat ja geflasht, dass jetzt noch Persona 4 Remake kommt. Das ist ja so mein Highlight. Und ja, Super Meat Boy auch geil. Und ja, und dieses Call of Duty Spiel, das habe ich ja noch gar nicht gerafft, dass das jetzt Call of Duty war. Und ich hoffe gerade auch geil. Ja, diese Puppe ist geil.
Ja, und das Final Fantasy 7 alles auch kommt, ist auch alles halt geil. Kannst du. Okay Leute, wir haben es geschafft. Das sind alles die Spiele, die ich heute gezeigt wurde. Das ist ja echt Wahnsinn. Das ist ja echt Wahnsinn, ey. Ja, you're welcome. Alles gut, Digi. Alright. Ja, ist jetzt gerade mal vorbei. Alright. Oh Gott, ich bin auch ganz schön geschafft. Also keine Ahnung warum, aber ist einfach halt erst habe ich ja die schwierige Zeit gehabt, weil ich mich ja auf die Prüfungen vorbereiten muss und dann habe ich ja die ganze Woche also wenig geschlafen. Und gestern habe ich ja die bestandene Prüfung gefeiert. War sehr spät zu Hause, hab wenig geschlafen und heute jetzt gucke ich ja seit Stunden live auf die Talkies, ja. Aber hat Bock gemacht auf jeden Fall. Hat Bock gemacht. Rexona Maximum Protect. Okay Leute, gut. Wir haben es geschafft. Wahnsinn, ey. Die Aufnahme dauert jetzt auch schon 2,5 Stunden, das ist auch nicht ohne. Ja, also und davor habe ich auch 2 Stunden auf das Future Games reagiert. Also ich habe heute irgendwie, ich glaube, ich kann hier mal die Kopfhörer jetzt abziehen. Boah, Entschuldigung für die Frisur, ey. Aber wie sehe ich ihn aus, Alter? Ja, egal. Ja, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall, Leute. Vielen lieben Dank, dass ihr euch das Ganze jetzt hier euch angeschaut habt. Es ist jetzt gerade auch wirklich lange her. Ich habe jetzt, wie gesagt, ich glaube gegen 4, halb 5 angefangen mit dem Livestream. Und bin jetzt erst um kurz vor 10 Uhr fertig geworden. Das ist aber auch krass. Und das ganze Material, das ich jetzt hier habe, kann ich auch halt wiederverwendet werden, um zu wachsen, um Schrott zu machen und alles. Deswegen ist halt auch alles sehr, sehr nice. Chat, ihr habt das jetzt die ganze Zeit durchgestanden. Hat euch denn gefallen? Könnt ihr mir gerne mal in den Chat mal schreiben. Wart ihr die ganze Zeit da oder habt ihr gedacht, boah ey, wann hört denn endlich auf? Wie sieht's denn aus? Und ja Leute, ich werde wie gesagt irgendwann die nächsten Tage, ich habe jetzt glaube ich wirklich über 10, 11, 12 Stunden Material mit den ganzen Showcases in den letzten Tagen. Einfach crazy. Und mal gucken, ob ich das Ganze halt irgendwann die Tage nochmal schneide und da noch daraus noch Schrott mache oder irgendwie, weiß nicht, noch so ein bisschen an Sachen da wiederverwende. Auf jeden Fall ist ganz komisch. Mal steht da eine 0, mal eine 1, 2, das ist glaube ich jetzt nicht ganz aktuell. Mal springt es von 0 auf 3, also keine Ahnung was da abgeht. Auf jeden Fall auch an die zukünftigen Zuschauer, die das Ganze später als Video sehen werden. Danke euch fürs Zugucken. Ich weiß nicht, ob es jetzt durchgehend unterhaltsam war. Auf jeden Fall, ja, ich war überrascht auf die ganzen Ankündigungen und da waren auch ein paar Spiele, die mich auch sehr interessiert haben. Ich werde nicht alles spielen können, never, ey. Aber ne, einfach mal kurz zu wissen, was es so einfach Neues in der Spielewelt gibt. Und es ist echt so ein Appetizer, Vorfreude auf die kommenden Games kommen. Und deswegen, Leute,
ich würde sagen, wir machen hier erstmal einen Cut. Ich bin jetzt hier auch fertig. Wir haben jetzt hier auch 21:50 Uhr, also fast 22 Uhr. Ich bin jetzt hier seit 5 Stunden live. Der Lüfter vom Computer ist auch am Durchdrehen die ganze Zeit. Deswegen, ja, ich denke, es ist jetzt ein ganz guter Zeitpunkt, um jetzt mal Feierabend zu machen. Danke euch fürs Zugucken, danke euch auch einfach, dass ihr mir immer so treu bleibt und immer einschaltet. Lasst dem Video ein Like da und einen Kommentar. Und ja, abonniert meinen Kanal, aktiviert die Glocke, um kein neues Video mehr zu verpassen. Gerade jetzt, weil ich ja so viel Stoff habe, das ist einfach unglaublich, ey. Und ja, deswegen, danke euch fürs Zugucken. Und ich wünsche euch einen schönen Abend und wir sehen uns bald wieder, Leute. Vielen Dank fürs Zugucken. Bis bald. Bleibt auf dem Rollenden. Kons-T out. Skra! Folgt mir gerne auf Instagram, Facebook, TikTok und Clubhouse. Kons-T ist überall. Und werdet Teil vom Kons-T-Versum. Marvel war gestern. Ich hoffe, ich sehe euch beim nächsten Video wieder. Bleibt auf dem Rollenden. Kons-T out. Skra! Wer Animus feiert, checkt auf jeden Fall auch Kons-T ab. Und wer Manuel so feiert, hört einfach seine Musik weiter. Ach, Kons-T, muss das jetzt wirklich sein? Nur weil du im Rollstuhl bist, oder was? Ich habe keine Zeit für sowas. Wer bin ich? Geduld, sein Vater? Was sagst du? Leute kennen mich. Und so schenkt ihnen meine Stimme Vertrauen. Na gut, also hört alle her, Braturas und Bratinas, Chabos und Chayas, Influencer und A bis Z Promis, sowie Opfers und Lauchs. Tut doch bitte diesem Spasten hier einen Gefallen, tretet dem Kons-T-Versum bei. Wie das geht? Ganz einfach. Abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, lasst einen Daumen nach oben da. Schreibt einen netten Kommentar. Folgt Kons-T auf Instagram und anderen Social Media. Teilt dieses Video und schickt es auf WhatsApp all euren Freunden, falls ihr welche habt. Und ganz wichtig, bleibt auf dem Rollenden. Bis zum nächsten Mal. Google-Übersetzer out und Kons-T lässt grüßen.